Ich möchte euch heute ein Brot zeigen, das wirklich komplett ohne Getreide auskommt. Wir benutzen kein Mehl, keine Haferflocken und ihr werdet sehen, es schmeckt genauso gut. Wir füllen alles in die große Schüssel und für das Brot brauchen wir 130 Gramm Sonnenblumenkerne. Leinsamen, ich habe hier einmal geschrotete Goldleinsamen, 70 Gramm und 30 Gramm Goldleinsamen. 70 Gramm Kürbiskerne, 60 Gramm gehackte Haselnüsse. Wenn ihr die nicht vertragt, könnt ihr die einfach weglassen oder gegen was anderes austauschen. 50 Gramm Pinienkerne. 20 Gramm Sesam, 30 Gramm Chiasamen, 20 Gramm Flohsamenschalen, 40 Gramm Erdmandelmehl, das ist kein Getreide, das ist eine Wurzelknolle, und 50 Gramm Buchweizen-Vollkornmehl. Das ist kein Getreide, das hier ist ein Knötterichgewächs, und ein Teelöffel Salz. So, jetzt haben wir alle trockenen Zutaten und die vermischen wir jetzt erstmal. Und jetzt mischen wir die flüssigen Zutaten zusammen. Dafür brauchen wir 3 Esslöffel Öl. Dann nehmt ihr einfach geschmacksneutrales Öl. Und optional, das müsst ihr nicht reinmachen, einen Teelöffel Agavendicksaft. Und das mische ich jetzt mit 300 Milliliter Wasser, das kippe ich jetzt zusammen einfach da drauf. So, das ist das Öl und der Agavendicksaft. Und jetzt kippe ich das Wasser darauf. So, das Ganze gut verkneten. Und dann müssen wir das gleich zur Seite stellen und ein bisschen quellen lassen. Man sieht jetzt schon, wie gut das Ganze bindet. Es geht auf jeden Fall besser, wenn man das von Hand verknetet. Ich bringe das jetzt schon mal grob in Form. Das ist eine 25 cm Kastenform. Die lege ich jetzt mit Backpapier aus. Und da gebe ich jetzt das Brot rein. Das ist schon ziemlich fest. Der Teig ist jetzt in der Kastenform und das lasse ich jetzt noch 20 Minuten quellen. Den Ofen heize ich auf 190 Grad Ober-Unterhitze vor. Der Ofen ist jetzt vorgeheizt und das Ganze stelle ich jetzt für 70 Minuten in den Ofen. Das Brot ist fertig. Ich habe es 60 Minuten auf 190 Grad gebacken und habe dann die letzten 10 Minuten die Temperatur ausgedreht und das dann noch 10 Minuten im Ofen stehen gelassen. Und das ist das Ergebnis. Das riecht super lecker und ich lasse das jetzt ausdampfen und dann schneiden wir das gemeinsam an. So, das Brot ist weitestgehend abgekühlt. Ich empfehle euch immer, das wirklich komplett auskühlen zu lassen, weil wenn das Brot noch warm ist, dann ist es ein bisschen zerbrechlich, aber wenn es ausgekühlt ist, dann ist es wirklich fest. So, dann schneiden wir es jetzt mal gemeinsam an. Und es hält. Ja, der Teig ist schön fest. Oh, das Brot riecht so lecker. Und es schmeckt natürlich auch super. Ja, so sieht das Brot aus. Und wie gesagt, das Schöne, es ist absolut getreidefrei und schmeckt dazu auch noch super lecker. Ja, dann wünsche ich euch wie immer viel Spaß beim Nachbacken. Ich freue mich über Kommentare, wie euch das Brot geschmeckt hat.
und kann euch nur empfehlen, probiert es aus. Vor allem Leute, die auf Getreide verzichten wollen. Das ist wirklich eine super leckere Alternative. Ihr könnt, wie ich schon gesagt habe, ihr könnt die Haselnüsse weglassen, ihr könnt die Pinienkerne weglassen. Diese Sachen könnt ihr alle austauschen. Nur das Buchweizen-Vollkornmehl und das Erdmandelmehl, das könnt ihr nicht austauschen. Ja, das war's von mir. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken. Ich hoffe, das Brot schmeckt euch genauso gut wie mir. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.